Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande. Als Decathlon 2022 ihr erstes Lastenrad auf den Markt brachte, da war das ein ziemlicher Hit, denn das Rad kostete deutlich unter 3.000 Euro. Jetzt, 2 Jahre später, gibt es ein neues Rad aus dieser Kategorie, nämlich das hier, das F900E, ein richtiges Full-Size Long John. Im Bereich von 5.000 Euro, wo dieses Rad hier angesiedelt ist, gibt es allerdings schon einiges an namhafter Konkurrenz. Wir wollen also in diesem Video einmal herausfinden, was dieses Rad alles kann und ob es ebenfalls ein Preiskracher ist. Erstmal ein Transparenzhinweis. Wir haben dieses Rad von Decathlon für dieses Video ausgeliehen bekommen und sie übernehmen einen Teil der Produktionskosten. Alle Gedanken und Äußerungen sind allerdings unsere eigenen. Sie haben keinerlei Einfluss auf das, was wir sagen. Sie dürfen das Video aber 24 Stunden vor dem Release einmal auf grobe Fehler überprüfen. Wenn ihr am Ende des Videos sagt, mega, das Rad ist komplett für mich geeignet und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann nutzt gerne den Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Allgemein, wenn ihr was bei Decathlon kaufen wollt, nutzt doch gerne unseren Affiliate-Link. Und das geht zum Beispiel auch nach der Probefahrt. Bequem von zu Hause. Also, soweit dazu. Jetzt starten wir mit dem Video. Decathlon ist ein riesiger Sportartikelhersteller und Händler aus Frankreich, der in so gut wie jeder Sportart irgendwie vertreten ist und Produkte anbietet und seit einigen Jahren eben auch in dem Urban Bike Bereich aktiv ist. Wir hatten auf unserem Kanal schon einige Räder von denen, wie zum Beispiel das Longtail Lastenrad, das 1 Sekunden Klapprad und auch das LD920E, das Urban Bike mit einem Mittelmotor und Getriebe kombiniert. Und das Besondere an diesen allen Rädern war, dass die sehr, sehr spannende und individuelle Details hatten, die man bei kaum einem anderen Rad sieht. Und das ist bei diesem Rad hier ganz ähnlich. Beginnen wir mal mit dem Design. Das hier ist grundsätzlich ein klassisches Long John Lastenrad. Wir haben ein kleines Vorderrad, ein großes Hinterrad, Cockpit und Sattel in der Mitte und davor die große Ladefläche. Besonders spannend ist aber, dass Decathlon es geschafft hat, einige Designdetails ihrer anderen Urban Bikes hier zu integrieren. Das erste sind die Leuchten, denn die sind wie bei anderen B-Twin oder Elopes Bikes hier in das Steuerrohr integriert, beziehungsweise es sitzt auch ein rundes Licht am hinteren Schutzblech und bilden damit ein schönes Wiedererkennungsmerkmal. Die zweite Besonderheit, die wir gleich hier erkennen, ist die Lenkung. Denn anders als in diesem Preissegment üblich, kommt hier keine Lenkstange zum Einsatz, sondern eine Seilzuglenkung. Und die hat den Vorteil, dass der Lenkeinschlag in beide Richtungen genau gleich groß ist und auch insgesamt größer ist als bei einer Lenkstange. Ein weiterer Vorteil einer Seilzuglenkung ist, dass es natürlich weniger Gelenke gibt, aber dafür können sich die Bowdenzüge auf Dauer längen. Hier hat allerdings Decathlon eine Möglichkeit geschaffen, um die sehr, sehr einfach nachzustellen und nachziehen zu können, sodass die immer straff bleiben. Allgemein ist das ganze Rad super reparaturfreundlich. Man sieht sofort, womit man es zu tun hat und kommt auch an alles gut ran. Allerdings ist dann optisch im Detail vielleicht etwas rudimentär. Insgesamt ist das Rad mit dem zweigeteilten Aluminiumrahmen aber trotzdem stattlich, gleichzeitig aber auch freundlich gestaltet. Wir haben hier diese dicken, runden Rohre, die ganz nach vorne gehen, dann dieses Kutschverdeck hier vorne und auch diese Farbe, die sich irgendwo zwischen
Omas Tagesdecke und Gehwegplatte einordnet. Decathlon selber nennt es aber eisbraun. Okay, ja, I'll take it. Interessant ist, dass Decathlon den Rahmen so konstruiert hat, dass er unter Belastung und während der Fahrt ein bisschen nachgibt und federt. Und das soll den Gesamtkomfort erhöhen. Wir wollen nachher mal sehen, wie das in der Realität beim Fahreindruck aussieht. Was ich wirklich sagen muss, in einem wichtigen Lastenradkriterium hat Decathlon wirklich voll auf die 12 getroffen, nämlich beim Ständer. Der hat nämlich einen sehr, sehr breiten Stand und seitlich ist das Rad wirklich nur mit sehr viel Kraft zu bewegen. Gleichzeitig lässt sich das Rad aber auch sehr einfach vom Ständer runterbringen und dank dieser Trittstufen hier ist es auch sehr leicht wieder aufzuständern. Und im zusammengeklappten Zustand schützt der Ständer dann auch den Lenkungsmechanismus vor Angriffen von unten. Ein weiteres erwähnenswertes Detail finden wir hier unten. Das ist so ein bisschen kontrovers. Ketten brauchen natürlich mehr Pflege als ein Riemen. Auf der anderen Seite sind Ketten einfach zu ersetzen und man bekommt quasi in jedem Fahrradladen eine passende Kette. Und hier muss man auch sagen, dass diese Kette, das ist ein richtig dicker Oschi, der sollte einem auch lange Freude bereiten. Falls ihr euch jetzt die ganze Zeit gefragt habt, wo denn der Akku versteckt ist, der ist in der Box, das zeige ich euch gleich, wenn wir uns die Box mal genauer angucken. Aber wenn ihr das Glück habt, das Rad da laden zu können, wo ihr es nachts abstellt, gibt es auch eine Möglichkeit, den Akku von außen zu laden. Denn Decathlon hat hier natürlich auch an eine Ladebuchse hier an dieser Rückwand gedacht, die sich dann auch dank dieses Verschlusses komplett wieder vor Wettereinflüssen schützen lässt. Und wo wir schon mal hier unten sind, gucken wir uns mal eins meiner persönlichen Highlights an und das ist hier über der Ladebuchse. Nämlich hier hinten hat Decathlon für einen echten Organizer gesorgt. Hier ist ein Fach, in dem sich zum Beispiel das Einsteckschloss oder die Einsteckkette oder ein anderes Schloss lagern lässt. Hier auf der anderen Seite ist ein kleines Fach für Gegenstände, die man vor Blicken und vor Wettereinflüssen so ein bisschen schützen möchte. Und man kann hier auch ein kleines Vorhängeschloss verwenden, um es tatsächlich abzuschließen. Und hier oben ist noch ein Seiteninstrument befestigt. Wie bitte? Ach so, das ist, um Dinge zu lagern, wie zum Beispiel den Kaffeebecher während der Fahrt oder das Auto der Kinder. Das findet hier alles Platz und man könnte zum Beispiel auch, wenn das Rad abgestellt ist, hier einfach einen Helm reinstrapsen. Das finde ich ziemlich cool. Ein kleiner Organizer für alle möglichen Dinge, an die man im Alltag auch während der Fahrt ab und zu mal rankommen muss. Hat uns schon in den letzten Tagen sehr gut gefallen. Bevor wir gleich auf die Cargo-Aspekte beim F900e eingehen, gucken wir uns kurz nochmal die Geometrie ein bisschen an. Erstmal können wir hier erkennen, dass das hintere Steuerrohr nach hinten geneigt ist, was ein sehr fahrradähnliches oder ein übliches Fahrradgefühl vermitteln soll und dass dann der Sitzwinkel nicht unbedingt viel flacher ist als der Steuerrohrwinkel, aber schon so, dass kleinere Menschen etwas näher rankommen an den Lenker und größere Menschen etwas weiter weg. Decathlon sagt, dass das Rad für Menschen zwischen 1,55 m und 1,95 m geeignet ist und es ist hier mit dieser proprietären Sattelstütze und Schnellspanner ausgestattet, mit der sich der Sattel eben nicht so richtig verdrehen lässt und auch eine Anti-Diebstahl-Vorkehrung bietet, sodass der Sattel nicht einfach so entnommen werden kann. Machen wir hier mal wieder zu. Und hier vorne ist es eben auch möglich, den Lenker noch ein bisschen in der Höhe zu verstellen. Also das ist die niedrigste Position. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen guckt, dann ist das hier die höchste Position. Und somit stellt sich ein recht aufrechtes und Hollandradmäßiges Gefühl ein. Beim Aufsteigen muss man den Einstieg überwinden, der nicht super niedrig ist, aber schon für die meisten passen sollte. Und dann könnt ihr das erkennen. Ich sitze tatsächlich sehr, sehr aufrecht. Gucken wir uns mal das Cockpit an. Zunächst einmal sehen wir einen geschwungenen Citylenker, der gut zu dieser Sitzposition passen sollte und dann die ganzen Bedieneinheiten. Links und rechts sind natürlich auch Bremshebel dran gebaut und das Rad wird hier oben über diese Taste eingeschaltet. Dann zeigt sich einmal das Decathlon-Logo und dann kommt man in diese Anzeige hier rein. Hier hat Decathlon ihre eigene UI eingesetzt und die funktioniert auch nahtlos mit dem recht offenen Brose-System. Und es gibt insgesamt
die Stufe Aus, die Stufe Eco, die Stufe Tour und die Stufe Sport, also 3 Unterstützungsstufen. Und dann kann man hier entweder mit diesem Knopf, der sich hier unten an der Bedieneinheit befindet, durch die verschiedenen Informationen gehen. Oder man nutzt dafür eben diese Tasten hier an dem Display. Und hier kann man dann auch alles zurücksetzen, wenn man möchte. Hier unten wird dann das Licht ein- und ausgeschaltet. Und was ihr hier sehen könnt, ist das kleine Bluetooth-Symbol, denn es gibt auch die Möglichkeit, das ganze Fahrrad mit der zugehörigen Decathlon-App zu managen, gewisse Dinge einzustellen und es hat auch einen integrierten GPS-Tracker. Auf der rechten Seite dann eine kleine Klingel sowie die Bedieneinheit bzw. der Schalthebel der manuellen Nexus 5e Schaltung. Und ein Detail, was ich ganz spannend finde und irgendwie niedlich, ist auch dieser kleine Haken hier am Ende des Griffes. Der Griff kommt von B-Twin, denn der ist dafür geeignet, um zum Beispiel ein Poncho einzuhängen, den es natürlich ebenfalls von Decathlon gibt. Also das sind solche kleinen Details, die Räder von Decathlon wirklich ausmachen und die sie zu etwas Besonderem machen. Ein großes Detail ist das hier aber, die große Box. Und alles, was ihr jetzt übrigens gerade seht, das gesamte Fahrrad ist so in der Standardausstattung verfügbar. Also das Regenverdeck, die Box, die Kindersitze, das ist alles in diesem Preis von 4.999 € mit dabei. Auch der Gepäckträger, auf den wir gleich noch kommen werden. Aber gucken wir uns mal die Box an, denn die ist sehr interessant. Und wir beginnen mal ausnahmsweise mit dem Regenverdeck, weil es hier gerade so schön drauf ist. Das Regenverdeck ist erstmal hier, wie ich das gesagt habe, so ein bisschen wie eine Kutsche gestaltet, also hier vorne flach, hier hinten dann mit so einem kleinen Dach ausgestattet, damit auch der Lenker nochmal ein bisschen vor Wettereinflüssen geschützt ist und dann hier dieses komplette Dach, das sich dann hier einmal bogenmäßig hier drüber spannt. Dieses Material hier oben, das hier so gepunktet aussieht, das ist reflektierend. Das heißt, in der Nacht, wenn das Rad angeleuchtet wird, dann leuchtet es wirklich großflächig zurück und ist damit super gut zu sehen. Hier auf der Rückseite ist noch ein cooles Detail, denn ihr habt euch vielleicht gefragt, was hier in dieser Tasche ist. Die kann man aufmachen und dann befindet sich da drin ein kleines Regenverdeckteil. Und das ist ziemlich gut gelöst, weil natürlich ist es normalerweise hier hinten offen. Das kann man aber hochklappen. Dann haben die Kinder hier eine Scheibe, damit halt Wärme aus der Box vielleicht nicht so leicht hinauskommt. Und trotzdem ist hier oben ein Netz, durch das man dann gut mit den Kindern kommunizieren kann. Und das Ganze wird dann mit Magneten an einem umlaufenden Rahmen befestigt. Und das hält auch ziemlich sicher. Aber wir wollen uns mal die Konstruktion dieses Regenverdecks mal unten drunter angucken, weil das ist auch echt cool. Erstmal noch ein weiteres kleines Detail, denn hier befindet sich noch eine kleine Schlaufe mit einem Lichtsymbol drauf. Hier kann man nämlich eine kleine Positionsleuchte noch reinhängen, durch die das Rad auch aktiv nochmal von der Seite beleuchtet ist. Das ist ziemlich cool. Zum Öffnen des Verdecks allerdings muss man hier diesen Klettverschluss einmal öffnen und auch den hier an der Seite oder vorne dann. Und die sind dann mit 2 Schlaufen, werden die dann an der Boxseite dann durchgeführt. Und dann zum Öffnen schiebt man das ganze Teil einfach nach oben, legt es einmal um und dann gibt es eine richtig große Öffnung. Und hier hinten können wir dann erkennen, dass ich mich hier ganz einfach drauflegen kann, denn dieser Rahmen, der reicht einmal von hier der Mitte der Box einmal komplett herüber auf die andere Seite und bildet somit einen richtig stabilen Rahmen für das Regenverdeck und so eine Art, ja, Überrollbügel für die Kinder. Und diesen Überrollbügel gibt es natürlich auch vorne und der hat dann noch ein weiteres Detail ermöglicht, nämlich eine feste Frontscheibe. Diese Frontscheibe, die lässt sich natürlich auch komplett entfernen, wenn man das denn möchte, aber bietet einfach eine super Möglichkeit, um die Kinder auch mit geöffnetem Verdeck vor Wind einfach zu schützen. Und ihr könnt das jetzt schon so ein bisschen erkennen, das ist nicht alles, was man mit diesem Regenverdeck machen kann. Denn es lässt sich auch komplett öffnen, indem man es einmal komplett auf die andere Seite schiebt. Und schon haben die Kinder so ein richtig großes Cabrio. Und das hängt jetzt natürlich da so ein bisschen rum. Und da kommt das nächste geniale Feature. Denn
bei kaum einem Long John Lastenrad lässt sich das Regenverdeck irgendwie verstauen und mitnehmen. Hier ist das Regenverdeck immer montiert, aber man kann es auch gut verstauen. Dazu muss man das Regenverdeck auch hier einmal von den Schlaufen befreien und dann seht ihr hier unten so eine Art Tasche. Das können wir mal öffnen und dann kann man Folgendes machen. Und hat das Regenverdeck trotzdem immer dabei. Es nimmt jetzt hier an der Seite allerdings keinen Platz mehr weg. Es macht das Rad nicht sonderlich breiter. Und die Scheibe hier vorne, die normalerweise von dem Regenverdeck hier oben gehalten wird, lässt sich dann auch noch mit so einem kleinen Straps dann einmal hier oben einmal fixieren, damit es hier nicht klappert. Nun haben wir das Verdeck komplett geöffnet, die Sonne scheint, wir können eine Runde Fahrrad fahren und ihr könnt jetzt erkennen, dass die Holzseitenwände der Box verhältnismäßig hoch sind. Also immer das Kind hier rüber und dann da rein ist vielleicht nicht ganz so angenehm. Und das hat Decathlon auch bemerkt. Und deswegen haben sie dem Ganzen ein richtig spannendes Feature gegeben. Und zwar eine Tür. Die kann man hier oben öffnen und dann gibt es einen zweiten Sicherungsmechanismus, den man dann hier so zur Seite zieht. Und schon kann das Kind selber einsteigen. Ja klar, das Decathlon-Rad ist nicht das erste Rad, nicht das erste Long John mit einer integrierten Tür, aber sie haben es umgesetzt und sie hätten auch einfach auf die Tür verzichten können. Es wäre trotzdem ein günstiges Rad gewesen. Sie haben aber eine eingebaut und das ist ein richtig cooles Feature für Kinder, die lieben das. Jetzt könnt ihr an unserem Vergleichskind sehen, das 1,5 Meter groß ist und einen relativ langen Torso hat, dass Kinder hier recht bequem drin sitzen. Auf der einen Seite ist nach oben hin zu diesem Bügel noch sehr viel Platz, also auch größere Kinder passen hier gut rein und die Rückenlehne ist auch hoch genug. Überhaupt, die Polster sind hier angenehm ausgepolstert, nicht zu weich, nicht zu fest. Die haben ein gutes widerstandsfähiges Material und auch hier unten das Sitzpolster ist in einem ähnlichen Material mit einer ähnlichen Festigkeit ausgestattet, sollte also auch lange halten und nicht schnell durchgesessen werden. Die Gurte kommen dann ebenfalls von einer recht hohen Position, was gut ist. Dadurch rutschen sie nicht so leicht von den Schultern, sind hier noch mit diesen gummierten Pads ausgestattet, um den Gurt so ein bisschen vom Hals des Kindes frei zu halten. Und hier passen halt zwei Kinder recht einfach nebeneinander rein. Und ein weiteres spannendes Detail ist auch, dass Decathlon sich nicht einfach irgendeinen Gurt geschnappt hat und den hier wieder eingebaut hat, sondern sie haben sich richtig Gedanken gemacht. Denn auf der einen Seite ist dieser Gurt hier sehr einfach in der Verstellung. Hier noch ein kleines Detail, wenn man hier drauf drückt, um ihn zu verstellen, dann kommt hier ein kleines rotes Off-Symbol. Und erst wenn man das dann festgezogen hat und den Knopf wieder loslässt, kommt ein grünes On-Symbol. Das heißt, ihr könnt dann auch so losfahren. Damit lassen sich auch größere Kinder gut festschnallen. Also ihr könnt hier sehen, dass hier ist richtig viel Luft nach oben noch und auch die Gurtschnalle ist hier unten dann recht tief befestigt und dann muss man diese beiden Gurtenden zusammenbringen und schnappt dann den Gurt zusammen hier einfach rein. Jetzt, guck mal, jetzt habe ich das nicht richtig gemacht. Das Kind ist halt auch alles andere als und dann sitzt das Kind hier auch sicher. Das Besondere ist aber, das Decathlon Bike ist nicht nur für zwei Kinder geeignet, sondern hier ist noch ein weiterer Sitz für ein drittes Kind. Und hier ist auch nicht ganz so viel Platz wie hinten, aber trotzdem passen hier auch recht große Kinder noch rein. Der Gurt ist ebenfalls in der gleichen Qualität wie der hintere Gurt, kommt nur von etwas niedriger. Also größere Kinder passen eher hier hinten auf diese normale Sitzbank. Kleinere Kinder finden hier vorne aber sehr gut Platz. Und das Coole ist natürlich, dass man dann sich während der Fahrt auch gegenseitig angucken kann und noch leichter miteinander kommunizieren kann. Das ist ziemlich cool. Aber diese Sitzbank ist nicht permanent, sondern wenn man das Kind mal wieder rausnimmt, durch die Tür, dann lassen sich hier unten zwei Streben wieder rausnehmen und die Bank lässt sich einfach nach oben klappen und schon gibt es relativ viel Platz hier in der Box. Die Box ist freigegeben für ein Gewicht von 101,5 Kilogramm. Zum Glück, denn ich hätte nicht gewusst, wo ich ansonsten mit dieser Flasche hin soll.
Und wenn wir uns die Kiste jetzt mal so von oben angucken, dann können wir hier sehen, dass neben der Sitzbank nach vorne hin noch ausreichend Platz ist. Wenn die Sitzbank nach vorne natürlich umgeklappt ist, dann ist hier ein bisschen weniger Platz, aber 6 Kinderbeine passen hier hervorragend noch rein. Was allerdings nicht so einfach passt, ist eine Eurobox. Also außer wenn man hier die Sitze umklappt und sie einfach hier auf die Sitze stellt natürlich. Und da sind wir bei dem Punkt, wo eigentlich der Akku ist. Denn diese Sitzbank hier hinten, die lässt sich einfach hier mit diesem kleinen Pinökel nach oben klappen. Und dann hat man nochmal zusätzlichen Stauraum für einige Besonderheiten oder einige Sachen, wie zum Beispiel hier Lappen und eine Tasche. Und hier ist dann auch der Akku beheimatet, der sich dann noch mit einem Schlüssel einfach entnehmen lässt. Drehen und dann kann man ihn rausnehmen. Hat einen eigenen Griff, was ich sehr angenehm finde. Gerade bei diesen InTube-Akkus ist das immer nicht so ganz einfach. Und zum Wiedereinsetzen braucht man den Schlüssel nicht, sondern man richtet ihn einfach aus und rastet ihn dann ein. Also der Vorteil ist, dass man nicht die komplette Box auseinandernehmen muss, um an den Akku ranzukommen, sondern einfach nur Kinder raus, Bank hochklappen und rein da. Er ist aber auch gut genug versteckt, damit Diebe da nicht einfach rankommen. Und ein letztes Cargo-Detail ist dieser Gepäckträger hier, denn der ist immer mit dabei und erweitert nochmal die Nutzbarkeit des Fahrrads natürlich. Der hat hier solche Schlaufen, um irgendwelche Gurte irgendwie durchzuziehen oder irgendwelche Haken. Hier passen natürlich Packtaschen an die Seite dran, hier können Körbe oben drauf montiert werden. Allerdings bietet er keine standardisierte Halterung für solche Sachen, sondern da muss man mit Körben arbeiten, die sich eben so festklemmen lassen oder anderweitig festschrauben lassen. Aber das Besondere an diesem Gepäckträger ist, dass er für 27 Kilogramm freigegeben ist. Das heißt, hier könnte auch noch ein 4. Kind hinten drauf auf dem Gepäckträger in einem Kindersitz sitzen. Und somit ist das ein Rad für insgesamt 5 Personen. Das ist jede Menge. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie sich dieses Fahrrad fahren lässt. Jo, dann fahren wir mal mit dem Koffer. Und jetzt ausnahmsweise heute mal 3 Mitarbeiter hier drin. Einmal hier die beiden Säcke, Tam und Arak, insgesamt 36 Kilo, also 17,5 Kilo wiegen die, 17,8. Also ein Gewicht, das etwa 2 Kinder repräsentiert, die hier in der Box sitzen. Und dann nochmal hier unser Vergleichskind, das natürlich nicht so viel wiegt wie die beiden anderen, aber doch noch mal ein bisschen mehr Gewicht. Also ich würde mal schätzen, mit den Kameras dran sind hier gut und gerne 40 Kilogramm Gewicht vorne drin. Und damit werden wir mal eine Runde drehen. Und der erste Test ist natürlich der Beschleunigungstest von 0 auf 25. Wir sind in der höchsten Unterstützungsstufe, das kann ich hier einstellen. Und im ersten Gang, also in der kleinsten Übersetzung, kurz auf die Straße gewechselt und los geht's. Erster Gang. Und 25 km/h. Also die Beschleunigung ist nicht rapide, aber der Motor ist dafür sehr, sehr leise. Was jetzt mir beim Beschleunigen aufgefallen ist, dass es eine Zugkraftunterbrechung beim Schalten gibt. Also wenn man den Gang wechselt, dann hört der Motor für einen Bruchteil einer Sekunde auf zu unterstützen, sodass die Gangwechsel hier mit der Nexus 5e deutlich entspannter und auch leiser sind als bei anderen Rädern, die ich mit der Nexus 5e bereits hatte. Das fand ich echt interessant. Das ist natürlich besonders dann beim Beschleunigen deutlich merkbar. Und was beim Anfahren auffällt, dass der Gang, die kleinste Übersetzung, schon nicht super klein ist. Das sind halt irgendwo die Limitierung der Nexus 5e Schaltung. Da wollen wir nachher mal sehen, wie das beim Anfahren am Berg ist. Zuallererst wollen wir aber die Performance mal am Jerusalemsberg prüfen. So, wir sind im ersten Gang. Wir nehmen eine hohe Trittfrequenz, eine niedrige Leistung und die Baseline ist 20,8 km/h, knapp 22 km/h jetzt, hohe Trittfrequenz. Und das, jetzt müssen wir mal kurz runterschalten und da merkt man dann schon, dass die Zugkraft doch stark unterbrochen wird. 15,8 km/h, 16 km/h als niedrigste Geschwindigkeit mit, ihr könnt es sehen, einer recht hohen Trittfrequenz und nicht zu viel Power auf dem Pedal. Da nimmt diese diese Kraftunterbrechung doch einiges an Moment raus, wenn man sich gerade an so einer Steigung befindet. Deswegen ist es, glaube ich, dann doch etwas besser, wenn man am Berg nicht schaltet, sondern schon vornherein sich überlegt, okay, in welchem der 5 Gänge komme ich da sinnvollerweise
am einfachsten und am schnellsten hoch. So, jetzt hier aber beim Fahren ist das ganz angenehm. Ihr könnt jetzt so ein leichtes Klappern aus der Box hören. Die Tür ist nicht ganz klapperfrei, was man jetzt ja auch sieht. Also es rollt wirklich entspannt. Das Vorderrad neigt nicht zum Schlackern oder so und die Lenkung ist auch ja, nicht zu schwergängig, aber schon so abgestimmt, dass man ein sicheres Gefühl am Lenker hat. Und jetzt legen wir uns mal ein bisschen in die Kurve. Und das ist halt lustig, weil ich sitze wirklich direkt aufrecht, komplett aufrecht. Aber das Rad, das legt sich ganz gut rein. Das ist nicht ganz so willig wie kürzere, wie kleinere Lastenräder. Mit 66 Kilo Leergewicht ist das halt schon ein ganz schöner Oschi. Aber es lässt sich vorausschaubar bewegen und lenken. Und was ihr jetzt auch sehen könnt, meine Sitzposition ist komplett aufrecht. Aber der Sattel geht für mich mit 1,96 Meter, auch mit langen Beinen, auch nicht weit genug raus. Also wenn ihr besonders groß seid, so wie ich, dann müsstet ihr vielleicht doch eine andere Lösung finden bezüglich der Sattelstütze. Erneutes Beschleunigen. Ja, es braucht am Anfang ein bisschen Kraft auf dem Pedal, aber das Rad unterstützt schnell und gründlich. Und jetzt bei 25 km/h kann man sich so ein bisschen überlegen, ob man im 4. oder im 5. Gang fahren möchte. Der 4., den finde ich persönlich sehr angenehm, habe jetzt eine Trittfrequenz von 70 Umdrehungen pro Minute. Und der 5. ist dann für ausgesprochene Langsamtreter, die gerne so mit 60 Umdrehungen pro Minute durch die Gegend fahren. Das ist dann für die am besten geeignet. Und jetzt mal hier der Test. Die Puppe wackelt ein bisschen. Aber das Rad fährt schon insgesamt bequem rüber. Und jetzt habe ich die Kamera vorne. Man merkt aber, dass halt im Rahmen schon recht viel Bewegung drin ist. Daran muss man sich also ein bisschen gewöhnen. Es macht aber auf der anderen Seite solche Abschnitte wie hier auf Gravel oder auf unebenem Terrain sehr angenehm. Jetzt hier gerade bei dem Sand ist der Reifen ein bisschen gerutscht. Der hat recht wenig Profil, ist also im Wesentlichen für Asphalt, für die Straße ausgelegt. Aber ansonsten kann das Rad auch Fahrradtouren etc. gut meistern. Hier runter. Aber wir wollen jetzt mal sehen, wie es ist beim Anfahren am Berg natürlich. Und dafür nehmen wir das alles mal wieder vom Ständer. Also ihr könnt sehen, selbst das am Berg funktioniert recht einfach. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sind wieder im kleinsten Gang, im ersten von 5, in der höchsten Unterstützung. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie gut das Rad anfährt. Uiuiuiui. Okay. Also man muss in solchen Fällen doch sehr viel Kraft aufs Pedal bringen, aber dafür merkt man schon gleich von vornherein die Unterstützung des Motors. Also der reagiert sensibel, wenn er auch nicht die fehlende Übersetzung untenrum ausgleichen kann. Auf jeden Fall könnt ihr jetzt sehen, auch wie entspannt sich das fährt und was man jetzt vielleicht auch sehen kann, wenn ich hier den hier mache, dass der Rahmen halt insgesamt diese Flexibilität hat, so ein bisschen federt. Das gesamte Feeling des Fahrrads erinnert mich stark an Long John Lastenräder mit einem Stahlrahmen. Das ist ganz interessant. Diese Federeigenschaften, die dieser Rahmen hier bietet, die habe ich ansonsten bei anderen Alurahmen noch nicht gefunden, sondern eher halt bei Rädern mit Stahlrahmen. Und das Schieben mit dem Rad, das gelingt ganz gut. Man muss mit dem Fuß so ein bisschen aufpassen, dass man nicht die ganze Zeit den Ständer touchiert, deswegen so ein bisschen weiter rausgreift. Der Schwerpunkt ist angenehm niedrig und das Rad rollt sehr leichtgängig. Und da kommt natürlich dann auch wieder die Seilzuglenkung zum Tragen, die wirklich in beide Richtungen einen breiten Einschlag bietet und sich somit auch einfach rangieren lässt. Selbst wenn ihr das große Teil hier in einer engen Garage parken müsst, kommt ihr eigentlich immer raus und rein. Stellen wir mal die Unterstützung aus und gucken mal, wie es da fährt. Und ja, da macht sich auch am ehesten dann die etwas geringe Übersetzungsbandbreite aus, beziehungsweise die Auslegung in eine etwas niedrigere Trittfrequenz. Aber das Fahren ist auch ohne Motorunterstützung recht einfach, wenn natürlich auch langsam. Und jetzt mal so gefahrene, engere Kurven. Ja, das gelingt einfach. Und ich mit 1,96 Meter komme vielleicht schon mal mit meinem Fuß an den Lenker. Aber das lässt sich mit der Bremse
und den Mantrül sehr gut kontrollieren. Also dieser Brose-Motor hat ein sehr sensibles Ansprechverhalten. So, und über die Kante auf Kopfsteinpflaster. Und hier muss ich sagen, ist das echt gut. Ich weiß jetzt gar nicht, mit welchem Luftdruck wir unterwegs sind, der natürlich auch immer einen starken Einfluss auf den Komfort eines Rades hat. Aber ich sag mal so, die Geräuscheentwicklung in der Box ist stärker als das, was tatsächlich bei mir auf dem Sattel ankommt. Und jetzt machen wir gleich mal den Bremsentest. Aus 25 km/h. Beschleunigen, da war sie wieder, die Zugkraftunterbrechung. 25 km/h und wir bremsen an der zweiten Linie da vorne und das war einfach. Also erstaunlich wenig Drama tatsächlich. Die Bremsen haben gut gegriffen. Sie haben jetzt nicht so ganz so brachial gegriffen, aber der Bremsweg war dafür doch ziemlich kurz mit knapp 3 Metern. Also das Rad ist ja 2,60 Meter lang. Knapp 3 Meter Bremsweg aus 25 km/h so beladen. Das ist so gut bei den Besten tatsächlich. Die Bremsen fühlen sich dabei sehr gut an, haben einen verhältnismäßig kurzen Hebel. Das sind Zweifingerbremsen. Da wäre ein breiterer Hebel vielleicht noch für den Alltag etwas angenehmer, dass man mit der ganzen Hand bremsen kann. Aber also diese Tektro-Vierkolbenbremsen, die haben eine gute Bremsleistung, brauchen aber schon etwas Zug in den Händen. Also hier gucken vielleicht einige zu, die das erste Mal einen Long John überhaupt in Erwägung ziehen. Was muss man bei so einem Rad beachten? Man muss natürlich beachten, dass das Vorderrad deutlich weiter vorne ist, als man hinten lenkt. Aber Decathlon hat das hier gut abgestimmt. Also die Lenkbewegung, die werden sehr angenehm übertragen. Kleinere Bewegungen am Lenker werden leicht abgedämpft und nicht sofort übertragen. Das spricht auch für die gute Geometrie, die in diesem Rad vorhanden ist. Und auch Schläge und Kopfsteinpflaster lassen das ganze Rad nicht zittern und nicht aus der Ruhe bringen. Und bei so einem Rad ist es natürlich gerade mit Beladung beim Anfahren besonders wichtig, einfach volle Unterstützung reinzuhauen, in den kleinsten Gang jedes Mal zu gehen und dann einfach mit Schwung anfahren. Und dann gibt sich auch jegliche Wackeligkeit, die sich ganz am Anfang einstellen könnte, wenn ihr ein bisschen zu vorsichtig losfahrt. Denn natürlich, das Rad hat ein hohes Eigengewicht. Allerdings ist hier auch der Schwerpunkt angenehm niedrig, dass das Rad nicht zum Kippeln neigt, sondern sich sehr angenehm und sehr sauber abgestimmt fahren lässt. Das F900E fährt sich so, als wäre es aus einem komplett anderen Rahmenmaterial. Nicht so steif wie andere Alu-Long Johns normalerweise sind, sondern schön federnd und mit so ein bisschen Flexibilität geht es durch die Lande, die aber auch nicht in Richtung Zittern oder so ausartet, sondern gerade dann, wenn es schneller wird, wenn man irgendwo runterfährt, dann bleibt das Rad wirklich schön spurtreu und lässt sich leicht händeln. Das hat mich wirklich begeistert. Aber jetzt wollen wir mal sehen, was wir in den Tagen und Wochen herausgefunden haben, die wir das Rad jetzt im Alltag nutzen konnten. Gehen wir mal zurück ins Studio. Herzlich willkommen im Tropenparadies der Radelbande. Hier drin sind 37 Grad, das Fahrrad ist voller Linde und eine neue Pflanze in der Ecke. Schön, oder? Sag mir doch mal, ob sie vielleicht ein bisschen ablenkt, weil dann kann sie auch noch ins Büro gehen. Wir wollen uns jetzt aber mal hier mit diesem Rad befassen, denn das sind wir in den letzten Wochen im Alltag gefahren und haben alles damit verwendet, was wir im Alltag mit solchen Rädern ebenso machen. Und die komplette Bewertung anhand der Radelbande Bewertungsmatrix findet ihr natürlich unten über den Link in der Videobeschreibung in Schriftform. Jetzt wollen wir uns aber mal 3 Punkte angucken, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Punkte, die wir verbesserungswürdig finden. Und der erste Punkt, der uns positiv aufgefallen ist, ist diese Liebe zum Detail. Das Entwicklungsteam bei Decathlon hat sich wirklich ganz genau angeguckt, was Familien an Lastenrädern in diesem Preisbereich normalerweise vermissen, was sie tatsächlich brauchen und im Alltag benötigen, um möglichst viel Nutzen von diesem Fahrrad zu haben, selbst wenn es nicht so offensichtlich ist. Und diese Details haben sie hier einfach eingebaut und, finde ich, auch in den meisten Punkten hervorragend umgesetzt. Der zweite Punkt, der uns richtig gut gefällt, ist die Fahrweise, denn die Lenkung ist einfach sehr gut und präzise abgestimmt und schlackert auch nicht über Unebenheiten und auch der Komfort ist groß durch diese Federgabel auf der einen Seite, aber auch den federnden Rahmen.
Selbst wenn das Rad unbeladen ist, dann holpert es nicht über irgendwelche Unebenheiten rüber, sondern fährt sich wirklich leicht kontrollierbar und satt überall rüber. Da habe ich es wieder verwendet, das Wort. Und der dritte Punkt, der uns richtig gut gefällt, ist der Preis. Ja, es gibt Long John Lastenräder, die deutlich günstiger sind, aber das sind dann meistens sehr karg ausstaffierte Kisten mit deutlich schlechterer und weniger Ausstattung. Und hier ist halt bei dem Preis von 4.999 € alles dabei, was man als Familie braucht und mehr. Und da sind wir jetzt bei den Punkten, die uns weniger gut gefallen. Und der erste ist da der Preis. Hä? Denn im Vergleich ist dieses Fahrrad zwar verhältnismäßig günstig, aber trotzdem sind 5.000 € ja eine ganze Stange Geld. Decathlon arbeitet mittlerweile mit Fahrradleasing, aber das ist ja auch nicht für alle eine Option. Und gerade dann, wenn man vielleicht die ganze Ausstattung gar nicht braucht, bezahlt man halt für all das trotzdem mit. Da wäre zum Beispiel eine Einstiegsvariante ohne das Regenverdeck, ohne die Tür, ohne die zweite Sitzbank und einiges anderes an Klimbim vielleicht noch eine Option, um den Einstiegspreis für dieses Fahrrad nochmal deutlich runterzudrücken. Denn es ist halt gerade im Vergleich zu dem Longtail viel, viel teurer. Es kann auch mehr, aber das hat trotzdem eine Hausnummer. Der zweite Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, betrifft die proprietären Teile an diesem Fahrrad. Und zwar im Wesentlichen die Sattelstütze, aber noch viel stärker das vordere Licht. Das hintere Licht ist ziemlich gut und kommt ja auch mit Bremslicht ausgestattet, aber das vordere Licht hat lediglich 30 Lux, ist zwar STVZO-konform, aber wenn man irgendwie über dunkle Waldwege oder so fährt oder über Strecken, die unbeleuchtet sind, ist das hier einfach zu wenig. Und der größere Nachteil ist auch, dass ich da nicht einfach irgendeine andere Lampe dran befestigen kann, die ein bisschen mehr Bums hat. Obwohl, vielleicht hier unten an der Federgabel, aber das bleibt dann halt übrig. Der dritte Punkt, den wir verbesserungswürdig finden, betrifft die Kombination aus Motor und Getriebe. Versteht mich nicht falsch, im Flachen performt das Rad richtig gut, hat eine tolle Beschleunigung, hält die Geschwindigkeit gut, selbst wenn es schwer beladen ist. Aber gerade dann, wenn es hügeliger wird oder gebirgiger, dann reicht einfach die Bandbreite der Nexus 5e nicht aus und die Notwendigkeit der Zugkraftunterbrechung beim Schalten beim Motor kann am Berg auch für den ein oder anderen Moment sorgen, dass es eben nicht so schnell weitergeht, wie man sich das vorgestellt hat. Da würde ich mir einfach irgendeine Pro-Variante wünschen mit einer Schaltungsnarbe hinten drin, die eine deutlich größere Bandbreite bietet und auch die 90 Newtonmeter des Motors komplett unterbrechungsfrei aushalten kann. Soweit zu diesen Punkten, aber für wen ist das F900e jetzt am besten geeignet? Und die Zielgruppe ist klar. Das ist ein Familien-Long John Lastenrad für bis zu 4 Kinder. 3 hier vorne und wenn ihr wollt auch 1 nochmal hier hinten drauf. Und das Geniale ist halt wirklich, dass hier auch größere Kinder einfach Platz nehmen können. Selbst ein 6-jähriges Kind oder meine 6-jährige Tochter passt hier vorne auf diesen Sitz einfach drauf. Und hier hinten ist einfach noch sehr viel Platz nach oben, um auch größere Kinder zu kutschieren, wenn sie das denn noch wollen. Und das Coole ist, diese Konfiguration in der Box ermöglicht es eben auch noch ein drittes Kind einfach mitzunehmen. Eine Schulfreundin oder eine Kindergartenfreundin oder Freund und dann einfach alle zusammen in einer großen Kiste zu haben. Das hat wirklich Spaß gemacht, in den letzten Wochen mit diesem Rad zu fahren. Wenn es natürlich so ist, dass ihr in einer hügeligen Gegend wohnt oder in einer bergigen Gegend, da gibt es dann Räder, die vielleicht eine etwas passendere Schaltung haben. Aber gerade fürs Flache, auch für Gegenden mit schlechten Radwegen, ist dieses Fahrrad hier wirklich gut geeignet. Und einen weiteren Punkt, den ich nicht nur hervorragend für Kinder sehe, sondern auch für die Mitnahme von Hunden, ist diese Tür an der Seite. Denn wenn ihr einen großen Hund habt und den nicht in so eine Box reinheben könnt oder wollt oder der Hund das eventuell auch nicht will, dann kann ein Hund einfach durch diese Tür einsteigen und findet dann in dieser Box ebenfalls richtig viel Platz. Also Familien mit vielen Kindern oder auch Hunde, dafür ist dieses Rad hervorragend geeignet. Natürlich hat das Rad die ein oder andere preisbasierte Konsequenz, wie die Kette zum Beispiel anstatt eines Riems, aber wenn ihr damit leben könnt, dann findet ihr hiermit ein hervorragendes Lastenrad, das euch viele Jahre begleiten sollte, selbst wenn die Kinder ein bisschen größer werden. Aber sagt doch mal in den Kommentaren,
Was haltet ihr jetzt von dem F900e? Wäre das ein Rad für euch? Habt ihr genau auf sowas gewartet? Dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare und nutzt den Affiliate-Link. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.